Ein weiteres High-End-Lenkrad aus dem Hause Cube Controls steht zum Test bereit. Nach den beiden Cube Controls Formula Reviews kümmern wir uns heute um das Cube Controls GT Pro Zero Wireless Lenkrad. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Cube Controls hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Es gibt keinerlei Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Cube Controls GT Pro Zero Wireless Lenkrad kostet 849 € inklusive Steuer innerhalb der EU. Alternativ gibt es dieses Lenkrad auch in der kabelgebundenen Variante, die dann mit 799 € inklusive Steuer zu Buche schlägt. In diesem Test geht's wie bereits erwähnt um die Wireless-Version. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Cube Controls GT Pro Zero Wireless Lenkrad und ein USB-Kabel zum Laden. Dazu gibt es das übliche Montagematerial, Werkzeug und ein umfangreiches Stickerset. Die Ware kommt wie gewohnt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den 50,8 bzw. 70 mm Lochkreis mit der Wheelside-Aufnahme von SimuCube verschraubt. Dann wird das Lenkrad mit einer SimuCube Wheelbase, die eine Wireless-Schnittstelle besitzt, verbunden. Ein Betrieb via USB-Kabel ist mit diesem Lenkradmodell nicht möglich und somit seid ihr eine SimuCube Wheelbase gebunden, die eben eine Wireless-Schnittstelle besitzt. In meinem Fall betreibe ich das GT Pro Zero Lenkrad mit einer SimuCube SC2 Pro Wheelbase. Das Pairing mit der SimuCube Wheelbase, das geht binnen Sekunden und das Lenkrad wird zuverlässig erkannt. Kapitel Nummer 4: Die technischen Details. Der Außendurchmesser des Lenkradkranzes, der beträgt 300 mm und liegt damit in der goldenen Mitte der GT-Lenkradklasse. Das Gewicht inklusive SimuCube Wheelside Adapter beträgt ungefähr 1670 Gramm. Die Schaltmechanik hat einen Schaltweg von ca. 5 mm. Die Schaltpedals sind 4 mm dick und außen 89 mm breit und bieten somit Platz, um 4 Finger aufzulegen. 15 mm Langlöcher erlauben die Verstellung der Schaltpedals nach außen oder in Richtung Lenkradaufnahme. Die Schaltmechanik ist ebenso mit 4 mm dicken Carbonplatten aufgenommen und über eine Metallachse und Distanzplatten gelagert.
Der Schaltarm, der ist aus Metall mit einem eingelassenen Magneten mit 10 mm Durchmesser ausgeführt. Die Auslösekraft der Schaltmechanik beträgt ungefähr 600 Gramm, wenn die mittlere Position der Langlöcher gewählt wird. Die Schaltmechanik ist mit ca. 72 Dezibel aus 30 cm Entfernung gedämmt, aber hörbar und nur bedingt wohnzimmertauglich, wenn jemand neben dir in aller Ruhe fernsehen möchte. Sie ist aber merklich leiser als andere von mir bereits getestete Magnetic Shifter. Der Flansch der Lenkradaufnahme hat einen Durchmesser von 80 mm und ist 5,5 mm dick bzw. 30 mm tief. Er weist das gängige 6-Kreis-Lochbild mit 70 bzw. 50,8 mm auf und jede zweite Lochreihe ist mit einem M5-Gewinde versehen und die anderen Löcher sind Durchgangslöcher mit 5 mm Durchmesser. Die Buttons weisen 11 mm Durchmesser auf und lösen mit um die 700 Gramm angenehm straff aus. Ebenso die beiden mittigen Wippenschalter. Die oberseitigen On-Off-Toggle-Schalter, die lösen mit um die 250 Gramm sehr leicht aus. Die seitlichen Thumb Rotary Encoders und vorderseitigen Rotary Encoder, die haben ein leichtes bis mittelkräftig gewähltes Auslösemoment. Die Griffflächen des Lenkradkranzes, die sind zwischen 30 und 40 mm breit und mit Suede, das ist Wildleder, überzogen. Das Gehäuse ist aus Metall mit einer Bautiefe von 22 mm gefertigt und ist frontseitig mit einer 4 mm dicken Carbonplatte versehen. Darauf ist dann das Lenkrad mit einer 5 mm dicken Wheelplatte aus Metall samt einer 3 mm dicken Carbon-Applikation verschraubt. Die gesamte Bautiefe mit einem montierten Simiocube Wheelside-Adapter, die beträgt dann um die 135 mm. Das USB-Kabel ist ca. 1 Meter lang und über die Wicklung dehnbar. Voll aufgeladen könnte das Lenkrad dann um die 40 Stunden Wireless betreiben, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Du kannst aber auch während des Betriebs das USB-Kabel anstecken und laden, währenddessen du weiterfährst. Die LED leuchtet blau, wenn das Lenkrad vollgeladen ist. Violett leuchtet auf, währenddessen du lädst. Und rot erscheint, wenn der Akku zur Neige geht. Dann hast du noch ungefähr 2 Stunden Restzeit für den Wireless-Betrieb, bevor das Kabel dann wieder dran muss. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Ausstattung. Insgesamt bietet das Cube Controls GT Pro Zero 6 Buttons mit einheitlicher Größe und färbiger Hintergrundbeleuchtung. Oberseitig sind 2 Toggle-Switches verbaut, die in einer Stelle beleuchtet sind und in der anderen eben nicht. Und darunter sind 2 Wechselschalter angebracht. Frontseitig findet ihr 2 Rotary Encoders, die ihr links bzw. rechts drehen könnt. Und an den Seiten sind ebenso Rotary Encoder verbaut, die ihr mit dem kleinen bzw. Ringfinger betätigen könnt. Rückseitig ist die Schaltmechanik angebracht und unter dem Montageflansch ist die Buchse für den Anschluss des USB-Kabels eingelassen. Ebenso rückseitig findet ihr die Antenne zur Datenübertragung und den On-Off-Button vor. Die vorderseitig eingelassene LED gibt den Batteriestatus wieder. Wenn diese rot aufleuchtet, dann verbleiben, wie erwähnt, ca. 2 Stunden, bis das Lenkrad wieder aufgeladen werden muss. Das Lenkrad kann dann über USB aufgeladen werden und wie erwähnt kannst du eben dieses weiter nutzen, ohne Pause machen zu müssen. Die zweite darüberliegende LED, die gibt dir Rückmeldung über den Verbindungszustand zur Simiocube Wheelbase. Wenn die LED schnell blinkt, dann ist das Lenkrad im Suchmodus. Wird das Wheel dann über die Wireless-Schnittstelle der Simiocube Wheelbase verbunden, dann blinkt die LED dreimal und erlischt dann und das Lenkrad ist verbunden und wird immer wieder bei Inbetriebnahme wiedererkannt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, ein subjektives Kapitel, die Optik. Frontseitig springt die Applikation aus Carbon ins Auge und in der Mitte wurde das blaue Cube Controls Branding eingelassen und darunter die 3 Farben der italienischen Nationalflagge. Die Einfassung der Buttons aus Kunststoff macht einen zweckmäßigen Eindruck, fällt aber vom Carbon-Look der Frontplatte ab. Oberseitig wurde das Gehäuse mit dem Cube Controls Logo gebrandet und die Rückseite bietet Vollmetall- und Carbon-Look der Schalteinheiten. Lediglich der Anschluss des Kabels und die Antennenabdeckung, die sind aus Kunststoff ausgeführt. Das Design der Schaltmechanikaufnahme wirkt edel, genauso wie der optisch schön designte Aufnahmeflansch. Und weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Haptik. Die Griffflächen, die wurden mit Wildleder überzogen und vermitteln einen wertigen und griffigen Eindruck, insofern ihr wie ich ausschließlich ohne Handschuhe unterwegs seid. Die Verbindungsstellen des Leders, die sind sauber ausgeführt. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt der absolut spielfreie Betrieb auf. Auf den Schaltpedals haben 4 Finger komfortabel Platz und in den Freistellungen der Pedals liegen die Fingerkuppen auf. Kapitel Nummer 8, die Verarbeitung.
Die Verarbeitung lässt in diesem Fall keine Wünsche offen. Alles wirkt sehr hochsolide und äußerst langlebig. Im Rennbetrieb ist es spürbar, dass sich nichts verwindet und alles geräuschfrei und ohne Knarzen funktioniert. Und so können wir weitermachen, Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Die oberseitigen beiden Buttons, die sind gut erreichbar. Für die Bedienung der unteren Knöpfe und mittigen Encoder müsst ihr das RIM loslassen. Die Schaltpedals, die sind ebenso sehr gut erreichbar und einstellbar. Das RIM ist angenehm geformt und liegt ergonomisch komfortabel und gut in der Hand. Die Aussparungen für die Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche, die sind großzügig dimensioniert und sehr ergonomisch ausgeführt. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Das Cube Controls Formula GT Pro Zero liegt komfortabel und ergonomisch in der Hand. Der Durchmesser von 30 cm ist dabei die goldene Mitte für GT-Klassen und noch nicht so groß, um eben auch Formula-Klassen zu bewegen. Das Grip-Gefühl ist sehr gut. Nach längeren Turns ohne Handschuhe müsst ihr aber mit den üblichen Abfärbungen des Wildleders an euren Händen rechnen. Hier vermisse ich alternative Materialien für den Lenkradüberzug, so wie ich dies schon bei den Formula-Modellen angemerkt habe. Die Schaltvorgänge fühlen sich äußerst knackig und sehr präzise an. Hier kann ich kein Spiel ausmachen und die Schaltvorgänge gehen über die etwas leichter dimensionierten Magneten blitzschnell und sehr direkt von der Hand. Sehr deutlich spürbar ist für mich der sehr stabile Aufbau des Gehäuses und in Verbindung mit dem spielfreien Simucube Quick Release ist das Cube Controls GT Pro Zero stabil wie ein Brett und ich bin von diesem Punkt, auch nach vielen Testrunden, immer noch begeistert. Man merkt diese Spielfreiheit deutlich, wenn man vom Fanatec Podium DD-System zu einem Simucube und Cube Controls Paket wechselt. Das Force Feedback baut sich super auf bis hin zu dem Punkt, dem Peak, und dann genau spürt man über die Bedienung das Lenkrad diese Exaktheit. Hier gibt es keinen Flex, der irgendwelche Effekte schlucken würde, und davon kann man einfach nur begeistert sein, wenn man ein Enthusiast ist und wenn das Rig ebenso stabil aufgebaut ist. Ich weiß, dass ich mich mit dieser Aussage wiederhole, aber ich komme immer wieder zum selben Ergebnis, dass es sich lohnen kann, viel Geld in die Hand zu nehmen. Kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, die negativen Aspekte. Hier bleiben für mich die bereits erwähnten negativen Aspekte der fehlenden Materialauswahl der Griffflächen. Ich habe über diesen Punkt bereits mit Cube Controls gesprochen. Mal sehen, ob es zukünftig mehr Flexibilität in der Lenkradbespannung geben wird. Ich persönlich würde mir dies wünschen. Ich kenne auch die Argumente von unwichtig, da echter Motorsport und so. Hier sprechen wir aber von einem Simracing-Produkt für den Heimgebrauch und darum steht in diesem Punkt meine Meinung. Passend zur hochwertigen Carbonplatte samt Metallgehäuse fallen die Button-Einfassungen aus Kunststoff ab, die ich persönlich lieber in Aluminium sehen würde. Mir persönlich wäre auch ein 7-Wege-Joystick anstelle eines der Rotary Encoder lieber, um mich komfortabler in die Spielemenüs bewegen zu können. Die obersten Toggle-Switches hätte ich lieber durch Buttons ausgeführt. Somit bleibt nur je ein Button links und rechts, den ich sehr komfortabel und schnell erreichen kann, ohne den Grip lösen zu müssen. Hier wären zweite Buttons sinnvoll gewesen. Kapitel Nummer 12, die neutralen Aspekte. Den Preis, den stufe ich als sehr hoch, aber noch neutral ein. Ihr seid mit Lenkrädern dieser Klasse im absoluten Enthusiastenbereich gelandet und hier wirst du nirgendwo Schnäppchen finden. Die Einfassungen der oberen Buttons mit über 6 mm Höhe, die empfinde ich als sehr hoch, aber noch okay. Die mittleren Buttons wären mit einem niedrigeren Rand besser bedienbar, da man hier sowieso den Griff vom Lenkrad lösen muss. Und bei den oberen Toggle Switches könnten 2-3 zusätzliche Millimeter in der Länge hilfreich sein, aber trotzdem sind diese noch gut bedienbar. So kommen wir zu Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Ihr habt einen sehr hochwertigen Einsatz von Carbon und Metall. Die Schaltmechanik ist die bis dato am besten gelagertste, die ich an Lenkrädern im Einsatz hatte. Und der Einsatz von 4 mm dicken Carbon-Pedals, der ist vorbildlich und hier setzt sich Cube Controls von vielen Mitbewerbern deutlich ab. Sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen und die Lenkradform bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Oberseitig lässt die komplette Freistellung des Lenkradkranzes den freien Blick auf deinen Bildschirm zu und verdeckt somit dein Blickfeld nicht. Der Lenkraddurchmesser von 30 cm ist in meinen Augen für eine Vielzahl von Rennklassen optimal gewählt.
Die Rotary Encoder sind sehr gut bedienbar und groß genug, um diese zu bedienen. Ein weiterer positiver Aspekt ist für mich die Optik. Diese Wertung müsst ihr, wie bereits erwähnt, klarerweise subjektiv einordnen. Aber ich finde auch dieses Cube Controls Lenkrad schön und zeitlos. Die LED-Beleuchtung sieht super aus, auch wenn ich als VR-Anwender davon eigentlich nicht profitiere. Ebenso positiv ist die absolut verzögerungsfreie Datenübertragung. Und als letzter positiver Aspekt ist ganz objektiv betrachtet eine extrem hohe Performance in Sachen Stabilität gegeben. Wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Fleck suchst, dann wirst du bei diesem Modell nichts zu kritisieren haben. Hier zahlt sich der hochmassive Materialeinsatz von dicker Carbon-Frontplatte, von einem dicken Metallgehäuse samt massivem Flansch eben aus. Kapitel Nummer 14, das Fazit und die Kaufempfehlung. Ich würde mir, wie bereits erwähnt, in dieser Preisklasse ein Dropdown-Menü wünschen, wo ich einen Bezug der Griffflächen in bewährten Materialien verfügbar hätte. Bist du mit einem anderen Wheelbase-System unterwegs, dann musst du zum Cube Controls GT Pro Zero in der kabelgebundenen Variante greifen und via USB an den PC verbinden. Bedenke, dass dieses Lenkrad nur für die Nutzung am PC vorgesehen ist und ein Konsolensupport auf nativem Wege nicht möglich ist. Überlegst du mit einem Umstieg von Fanatec DD auf Simucube samt Cube Controls, dann kann sich dies lohnen, um das Maximum in Sachen Transparenz und Spielfreiheit zwischen Lenkrad und Wheelbase herauszuholen. Und diese Spielfreiheit, die setzt sich dann mit einem sehr massiven Lenkrad von Cube Controls fort. Diese Kombination ist zwar sehr kostspielig, aber zum Zeitpunkt dieses Reviews bietet der Mitbewerber kein GT-Lenkrad in dieser Qualitätsklasse. Und in Sachen Spielfreiheit des Quick Releases heißt es beim Mitbewerber immer noch bitte warten. Und jetzt seid ihr am Zug. Wie hat euch dieses Review gefallen? Was denkt ihr über das Cube Controls GT Pro Zero? Loggt euch bitte bei YouTube ein und lasst mich dies über die Kommentarfunktion wissen. Lasst gerne einen Like und ein Abo da, wenn euch dieses Review gefallen hat. Vielen Dank fürs Dabeisein und nach dem Abspann hänge ich euch noch ein paar Fotos mit rein. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, ich freue mich auf das nächste Mal, euer Ron.